So, ich habe mir jetzt Lady Hunter angeschaut, ja, und Spoiler-Alarm. Regisseur war Nam Lee, ja. Die Regiearbeit war perfekt, ja. Ja, und euer die Funk ist online, niemals aufgeben, niemals kapitulieren, ja. Ja, ich bin von der sexy Spezialeinheit. Ja, ja. Ich bin euer, ja, sexy Commander. So, jetzt werden wir auf den Film zu sprechen kommen. Ja. Drehbuch Kai Cheung-chung. Ja. Musik war Michel Funk. Ja. Bin mit der nicht verwandt. Ja. Dann hat Stars Mona Lee. Die ist ja erstmal sehr süß. Ja. Und richtig gute Schauspielerin. Und auch die möchte auch ihre Stand selber und ist, was die Kampftechniker angeht, an Diamant grandios. Ja. Und Yugari Yoshima, ja. Die Party aus Japan, die auch in die Showkämpfe mit ganz guten Kampftechniken immer auftaucht und da auch immer glänzt, und die macht ihre Stunts auch selber. Das ist in Fernostasien so die Note. Ja. Ja. Deswegen sind es auch richtige Stars in der Martial Arts Szene, wenn die Movies rauskommen. Ja. Die ihre Stand selber hat. Sophia Crawford hat mitgespielt, die ist da ich weiß nicht für Nationalität, ich weiß gar nicht, da müsste mal nachforschen. Aber die ist so europäische Abstammung und die glänzt aber mit Martial Arts Techniken. Ja. Wei Shum, Marvin Wong, Billy Chow, ja. Also hat wieder die Elite der Elite mitgemacht. Tang Tai-wo, ja. Tai-bo, Jackson. Also ich feiere so den Film, und da suchen sie natürlich halt auch gute, sehr perfekte Schauspieler mal raus, ja. Und das merkt man auch, die Showkämpfe waren grandios, die Schauspieler waren grandios, gell. Chung Fat, Peter Yang, Chi Cha Chin, ja. Ja. Und jetzt wollen wir auf den Film kommen. Lady Hunter, da habe ich gedacht, okay, also Lady Jäger, ja. Ja. Ich muss gleich mal hier sein. Gesundheit, ja. Kleine Niersen sind kleine Orgasmen. So. Lady Hunter, da habe ich gedacht, okay, passt jetzt nicht wirklich, weil das sind Mona Lee und Yugara Yoshima, die sind ja immer die Hauptdarstellerin, die Männer rettet, die quasi die Welt rettet. Und Entschuldigung. Ja, jetzt habe ich vergessen, auf was ich noch. Ja, und so Lady Hunter passt eigentlich zum Jackie Chan Film, so ein bisschen comedy-mäßig, der da ständig Frauen aufreißt und so. Und ja, aber jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich den Film schon mal früher gesehen habe. Bin mir jetzt in dem Fall nicht sicher, kann schon sein, ja, weil da, das war ja eigentlich mein Hobby, neben Schule, Berufsschule, später dann auch einfach in die Dojos zu gehen und auch dann privat mit so einem Film dazu zu ballern. Also es gibt einen Killer, der gern im Rotlichtmilieu Frau tötet, und der widerliche Typ muss gestoppt werden, und dann ist halt
sind unsere weibliche Heldinnen gefragt. Ja, und dann verwickelt das in andere Gangsterorganisationen Sachen, bekämpft sich auch die Triade, bekämpft die Yakuza, äh, halten dann später auch wieder zusammen und die müssen sie natürlich auch aufhalten. Ja? So. Wer noch weiß, wenn ich mit der Police-Uniform für euch hock, fühlt ihr euch verhaftet. Ja? Habt ihr was im Schilde, fühlt ihr euch, habt ihr was ausgefressen, fühlt ihr euch schuldig angesichts vom sexy Police Captain Lee Funk. So, Commander, ja. So, Spoiler-Alarm. Als Menü war spannend, exklusiv und spektakulär. Intro, schöne Kamerafahrten durch Hongkong und durch auch Hongkong Hafen und die großen Gebäude. Ne? Alte Nachbarin sieht neu weggeschmissene Dessous und andere Wäsche und will sie an sich nehmen, findet aber dann eine Leiche. Ja? Unsere Polizistinnen kommen zum Tatort. Mona Lee mit ihrer Kollegin und da wird sie sich erstmal angezickt. Und dann zickert sie jetzt mit den Schalustigen rum und die Kollegin hat sich dann auch übergeben. Dann gleich drauf gibt es einen Handtaschendiebstahl, wo Mona Lee und ihre Kollegen gleich Verfolgungsjagd auf sich nehmen. Dann greift der Handtaschendieb sie mit dem Langstock an und Mona Lee gibt ihr Bestes und tut den Knabe besiegen, der wieder flüchtet und die rennen wieder nachher. Und dann gibt es der nächste Fight. Ja, und Mona Lee und die Kollegen verhaften dann den Handtaschendieb, kriegen dann Einlauf von dem Captain, ja, und den am Tatort sein soll und gehört zur Mordkommission und so können Handtaschendieb hinterher rennen. Ja, es kommt das ist eigentlich so auch so rein Police-Film und ich finde das genial, so weibliche Heldinnen. Und da kommt bei mir eine Police-Schiene rein. Also ich habe da extra Genre dafür, Eckle für meine Polizeifilme. Und da passt der super rein. Und da sind sie auch dann, haben sie nochmal einen Einlauf vom Captain gekriegt, dann im Büro. Und da haben das passt wie das Faust aufs Auge. Ich habe gestern im Geschäft ist mir ein Fehler unterlaufen und weiß ich gehört habe, das sind andere Kollegen, ist der Fehler auch passiert. Ist eigentlich angenehm, weil wir ja gewinnbringend sind und Fehler, möchte eigentlich nicht, dass mir ein Fehler passiert, aber ja, da ist mir halt doch ein Fehler passiert. Und kann schon sein, dass ich hätte noch einen Einlauf vom Chef gekriegt, was ich nicht hoffe. Und jetzt gucken wir den Film, jetzt kriegen die zwei Frauen Einlauf vom Chef und die eine sagt, ja, bitte nehmen Sie mir meinen Job nicht weg. Was er erzählt, also in dem Fall jetzt in der figurierten Handlung, bei mir in echt halt, weil über Zeitarbeit könnt ihr durch das auch meinen Job verlieren, was ich nicht hoffe, weil ich bin gerade so gut aus dem Zoll rauszukommen und bei meinem Auto ist was kaputt gegangen, da kann ich jetzt auch wieder Geld gleichen. Ich liebe auch meinen Job, also ich finde es auch angenehm in der Firma zu schaffen und mich der Gewinn bringen für die Firma, seine Firma nach vorne bringen, vielleicht noch einen festen Arbeitsplatz sichern. Aber war in dem Fall ulkig, weil das jetzt, weil gerade gucken wir den Film in der Situation an, wo Authentizität passiert. Und ich habe jetzt heute Morgen angeschaut, der Fehler ist mir gestern passiert. So die Zufall gibt es. Ja. Denen ist auch ein Fehler passiert, den einer auf den Captain kriegt. Da hatte ich das Gefühl, okay, ich bin nicht der Einzige auf der Welt, wenn sowas passiert. Es passiert andere auch sowas. Ja. Halt da war auch mal sowas, mit dem Köberle haben wir irgendwie sowas Star Trek-mäßig angeguckt im Kino. Und da habe ich mit dem Vorgesetzten auch mal, das war, haben wir in Ebnat geschafft, und mein Vorgesetzter ja, der Kid vom Kino gegangen, ich war noch depressiv wegen dem Vorgesetzten.
haben wir Kante gegeben, gucken Star Trek, irgendwas in der Richtung und da hat auch einer Einlauf vom Vorgesetzten gekriegt und der hat sich auch dann in der Kneipe Kante gegeben und Köbel hat dann gesagt, ja, wie bei dir. So Zufall gibt's. Also jetzt wieder auf Lady Hunter da. Ja. Ja, jetzt kriegt es eine Spezialeinheit, ja, die müssen einen Killer fassen, der quasi auch jetzt die Frau tötet hat, wo sie die Leiche gefunden haben. Und die müssen halt die Gangsterorganisationen auch dann quasi aufhalten. So. Da sind sie so ein Nachtclub, also Rotlichtmilieu wird sie eingeschleust. Also jetzt das ist kein Kommunistenviertel in Hongkong, sondern das ist ein anderes Rotlichtmilieu. Ja, das ist quasi sexy, hexy. Und ja, da wurden unsere zwei sexy Polizistinnen eingeschleust und ja, läuft erstmal, das Sofa quietscht, läuft erstmal Chefs. Weil die sind da undercover, ja, und die Kollegen, die muss dann trinken, mit dem Herr Funk was trinken, ja, ja, Funk, alles Lustmolche und da quasi Frau bezahlt, dass sie mit dem rummächt und mit dem Alkohol trinkt. Und die wollte erstmal gar nicht trinken, da hat er sie küssen wollen und dann hat sie doch trinken wollen, dass er sie nicht küsst. Und da wollte er doch nochmal zur Sache gegangen und die hat sich dann ziert. Und dann hat er andere Welle und die Chefin hat dann den Molani gebracht, die auch undercover ist und die gleich sagt, die benimmt verhält sie sich angemessen zu einer Dame, sonst kriegt sie Augen und das ist, bist du ein Scherzkeks so. Ja? Und ja, dann hat der arbeitet und Mola liegt schlecht auf den Nein mit dem Kung Fu. Ja? Und der stand noch drauf, das stimmt, sein Fetisch, der lässt sich von der Gera verschlagen. Mona Ali wird immer wilder und prügelt auf den Nein, bis er kotzt. Ja. Es sind also auch so Comedy-Einlagen auch dabei. Also, der Film hat so was Dramatisches, aber da hat auch teils Comedy-Einlagen, die sich nicht beißen. Ja. Also das ist wie bei Leafy Wem, da muss man auch sagen, da hat er auch Comedy-Einlagen und hat aber seine dramatische Szene und das beißt sich auch nicht. Ja. Bei Police Story ja genauso. Ja. Oder Moment noch, Wohlfahrt Tore. Alles gut. So. Dann wollen wir mal googeln. Also gut. Ja. Ja, die müssen jetzt in dem Nachtclub den Killer fangen. Und dann eine andere Szene, Bandenkrieg zwischen Yakuza und die Triade und denen ein Geschäft macht. Aber einer, der ein bisschen was zum Sagen hat, der hat die Yakuza dann reingelegt und das hat ab seinem Bus, der krank im Knastdruck nicht gefallen, weil die Welle ja das zusammenhaltet und hat jetzt quasi einen Strich, einen blutigen Strich durch die Reihe gezogen. War ja auch schon Schießerei und auch Martial Arts Kämpfe dabei und später vertragen sie ja Yakuza und Triade wieder und so weiter. Da sind sie halt doppelt so gefährlich und fast nicht zu bremsen. Ja. Ja, dann kommt die Yukari Yoshima, ja, die ist da von der Geheimagentin oder ja, von der Mordkommission aus Japan und schafft auch so undercover. Ja.
Das wissen aber unsere zwei Polizistinnen aus Hongkong nicht und kommen die auch gegeneinander rein mit quasi Schießereien, Verfolgungsjagd, geniale Stunts und geniale Showkämpfe, aber kommen wir noch gleich drauf. Ja, die Yugari Yoshima, die ist ja bekannt als ihren zweiten Namen, das ist der Cynthia Luster. Ja. Die räumt ja schon in der Verbrecherszene auf, allein mit ihrer Martial Arts Kampftechniken in der gegen eine ganze Gangstergruppe, einfach genial die Frau, mit ihrer Showkampf fasziniert mich. Dann, ja, da gibt es ja Auto-Explosionen, Autostunts, ja, die Explosionen sind echt, das sind eigentlich zu feiern, nicht so wie heute mit CGI. Das ist halt ein Oldschool-Film, das ist eine andere Note. Ja, Verfolgungsjagd, Schießereien, ja, da kommt so anberaumbender Kampf zwischen Yugari Yoshima und Mona Lee. Ja, also die machen das sehr elegant und das ist sehr faszinierend. Da sieht man, wie genial die Frauen in Martial Arts sind und perfekt. Also die lassen oft auch viele Männer schlecht aussehen, wenn man die Kanadier da aussieht, von der Leistung, vom Talent und so weiter. Also, ne? Ja, mit Männern gibt es auch gute Fighter. Also nicht, dass man jetzt missversteht. Ja, sollte man beide Seiten respektieren, weil wie man ein guter Kämpfer wird, ist ja unabhängig vom Geschlecht. Ja. Aber die Frauen können glänzen und es gibt Frauen, die sehr, lassen da auch richtig Männer alt aussehen. Also, ne. So, dann gibt es dann die Sophie Crawford, die hat dann Duschszene Bilder der erotischen Art. Ja, die geht ja nicht mit dem Smoking unter der Dusche, ist schon nackig. Und das war, weil die baut ja natürlich Erotik-Szene ein, da guckt man halt weg. Der Van Damme, der hat auch eine erotische Szene eingebaut von der Frauenwelt, da sie duscht hat und irgendwie nackig erschienen ist. Den die Frau auch nicht so wegguckt, den auch nachguckt. Und so bringen sie halt auch da was für die Männer, weil was ist auch in Ordnung. Ja. Das ist auch schön zum Schauen. Ja. Eine Fußfetisch-Szene von Mona Lee, kurze Fetisch-Fessel-Games, ja, ein Zickerkrieg, der genervt hat. Ja. Kommt auch immer später Voyeur-Szene, also da ist ein bisschen Erotik eingebaut. Ja, der Zickerkrieg, das war ja so wie bei Schwammkopf. Ja, also die Mona Lee hat mit ihrer Kollegin dann Stress gehabt und die Kollegin hat aus Versehen Mona Lee verpetzt und die in ihrer WG. Wirkt so wie Beziehungsstress, hat auch einen Touch, was lesbisch so, aber sind ja eine Kollegin, die ja in der WG wohnen und ja, die eine möchte sich heißes Wasser verknudeln und dass die andere nicht kriegt, schüttet sie das heiße Wasser weg, kocht selber Wasser, wollte sie Cola nehmen, nimmt die Mona Lee quasi, die schüttet das Wasser weg und sagt zu den Kollegen, kocht selber Wasser. Da will sie Cola nehmen, nimmt die Kollegen Mona Lees Cola weg, ist meine Cola und provoziert sie, ja aber Cola, du hast keine Cola, dann das ist meine Hälfte vom Fernseher, das ist meine Hälfte vom Zimmer. Das hat ein bisschen genervt, das hätte sie vielleicht weglassen können, da hätte sie beim Finalkampf nicht alles in die letzten Minuten eingequetscht. Aber ja, am Anfang war es ein bisschen süß, der Zickelkrieg, und dann hat es nur noch genervt. Ja, gut, den sich dann auch, ja. Ja. Schöne melancholische Aufnahmen, Mona Lee in Hongkong bei Nacht. Mona Lee lässt sich voll auf in der Kneipe. Das kenne ich auch, wenn ich da manchmal Stress im Geschäft bin. Oder irgendwie Angst dann da, oh, was kommt jetzt auf mich zu für Ärger, dass da mir auch was können. Also, ich glaube viele, sonst hätte es ja nicht so mal filmt dann auch verkörpert worden.
dann hat jetzt, dann sind die da von Typen in der Kneipe angemacht, wo sie und ihr Kollegen, die Kollegen ist gekommen und gesagt, komm, hör auf zum Rauchen, hör auf zum Alkohol trinken. Sie sind von Typen angemacht worden und Mona Lee hat quasi ihr Kollegen mit ausgekargtem Kung Fu, ja, und später hat die Kollegin, die kann ja auch gut kämpfen hat, sie ist dann schwer verletzt worden vom Endgegner, ist dann, hat er mit der Mona Lee sich nochmal aussöhnen können, ist dann verstorben und jetzt ist Mona Lee auf Rachefeldzug, ja, und kämpft gegen den Endgegner. Da gibt es wilde Schießereien gegen zwei Gangsterorganisationen, gegen die Yakuza, gegen die Triade. Da gibt es auch Martial Arts Kämpfe. Mona Lee und Yugari Yoshima und Sophia Crawford. Und da gibt es halt verschiedene Final-Martial Arts Kämpfe, die genial sind, weil die Frauen sind echt krass in dem Film. In jedem Film sind die Frauen da krass. Und also wird beim Schluss noch richtig Action boden. Ja, da hat auch die Mona Lee so Roboter-Computer, Handschuhe, wo sie auch mit Raketen schießt. Wo da wieder Auto und vieles explodiert. Also und krasser Film, einfach krass. Weil wie es ausgeht, verrate nicht, kann Mona Lee quasi ihr Kollegen rächen, können sie die Gangster aufhalten, können sie den Ladykiller fassen, können Yakuza und die Triade. Ja, sind ja in echt auch Helden. Ne? Und krasse Schauspieler, krasse Story, schöne süße Frauen, erotische Szenen, Comedy-Szene, geniale Stunts, auch dramatisch und Traurigkeit, Melancholie ist drin verhaftet. Dann halt auch Sachen, wo man sich damit identifizieren kann. Dann geniale Kampftechnik und Showkämpfe, ja. Perfekte Showkämpfe und genau wie die Frau sich da bewegt. Auch perfekte Erotik-Szene. Und perfekt auch, wie die Frau wieder die Welt rettet. So der Film Liebe, von 1 bis 10 hat er voll die Skala gesprengt nach 11 gekriegt. Ja. Lady Hunter. Der kommt auch mit Stolz in meine Sammlung. Gerade, ja. Kann ich noch die Hülle zeigen. Ich finde es auch schön, die Hülle Lady Hunter, auch mit der kantonesischen Schrift. Ja. Ja gut, innen ist fast gleich wie außen, deswegen brauche ich es auch nicht finden. Ja. So. Sehr süße Frau. Ja. Kann ich euch nur ins Herz legen, den Film. Lieferung Ende im Gelände. Zeit sehen, schönes Wochenende.